Welcome to Road Rarities. Ja, ich möchte meinen Freund vorstellen, das ist der Thomas Schulz aus Bad Ischl, der dasselbe Hobby teilt wie ich. Ja, da habe ich neben mir den Peter Stöger aus Laufen, auch ein Lotusfahrer, ein Lotus-Fan. Also Peter, jetzt erzähl mal, warum hast du deinen Europa rot lackieren lassen? Wie ich mir das Auto gekauft habe, war er schon rot und bei der Restauration war es eigentlich der leichteste Weg, den wieder rot mache. Ich habe ihn mit einer Arbeit gespart, aber das Vernünftigste wäre gewesen, wenn ich ihn eigentlich wieder in der Originalfarbe, das war blau, wieder so hergestellt hätte. Hast du nicht Bedenken gehabt, dass du mal mit einem Ferrari verglichen wirst? Nein, aber Nicht? es passiert ab und zu immer wieder, dass wer sagt, na schau, ein Ferrari. Aber da fühlt man sich irgendwo gekränkt. Siehst du, es geht mir genauso, obwohl meiner da gelb ist, es gibt auch gelbe Ferraris. Was war für dich der Grund, dass du überhaupt einen Lotus gekauft hast? Der Lotus, das ist eigentlich eine Geschichte aus meiner Jugendzeit. Ich war in der Jugendzeit schon mit dem ersten oder zweiten Europa, der in Österreich gefahren ist, unterwegs. Und da wollte ich einfach wieder einmal hin. Und jetzt habe ich es geschafft, dass ich den Lotus wieder habe, wie ich mir ihn vorgestellt habe. Die wird wahrscheinlich auch interessieren, wie ich zum Einkommen bin. Da war ich Lehrling und da ist in Bad Ischl immer ein schwarzer Lotus Europa Spezial angestanden, ein John Player Special. Und als Lehrling habe ich mir da schon immer gedacht, das war ein richtig schönes Auto, aber das werden wir wahrscheinlich nie leisten können. Und zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir dann halt schon gedacht, gönnt ihr was? Und das Fahrzeug ist dann draus geworden. Ich weiß ja, dass du da enorm viel Zeit eingesteckt hast, das Auto in diesem perfekten Zustand wiederherzustellen. Ist das so eine Art generelles Hobby von dir oder bezieht sich das sehr stark auf die Marke Lotus? Es bezieht sich eigentlich auf die Marke Lotus, weil ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt, die Lotus schätzen können, und es ist eine Community, wo ich mich eigentlich ziemlich wohlfühle. Es gibt ja da in Österreich ein paar Lotusfahrer, die sich wirklich untereinander kennen und nicht in einer Clubformation zusammenarbeiten. Eine ganz interessante Gesellschaft eigentlich. Ja, da gehören eigentlich wir zwei zur vordersten Front. Unsere Fahrzeuge unterscheiden sich eigentlich nur durch das. Meiner ist eine Serie 2, Baujahr 1970, mit 1470 Kubikzentimeter Hubraum und 68 PS. Und deiner ist der ausgereifte, einer von den letzteren. Ja, ausgereift ja, nein. Also ich sage mal, es ist einfach eine spätere Serie. Da hat der Herr Chapman von Renault die Motoren nicht mehr gekriegt, weil er es nicht mehr zahlen hat können. So wird berichtet. Und er hat sich halt dann von Ford einen Motor gekauft und hat dann selber dann in seinem eigenen Werk einen eigenen Zylinderkopf drauf konstruieren lassen. Und aus dem ist der berühmte Lotus Twinheim-Motor geworden. Und das ist eigentlich die prinzipielle Unterschiedlichkeit zwischen unseren beiden Autos. Und alles in allem sind zwischen 9300 und 9900 Fahrzeuge gebaut worden. Die genaue Zahl kann man nicht beziffern, durch das, dass sie in Form von Bausätzen verkauft worden sind. Aber sie werden immer weniger, die Fahrzeuge. Nicht nur in Bausätzen, der Herr Chapman war ja auch ein kluger Geschäftsmann. Er hat das schon verstanden, dass er fertige Autos auch in den Export bringt. Und wir werden unser Hobby wahrscheinlich noch jahrelang frönen, so Gott will, und solange wir uns den Sprit leisten können. Den Sprit leisten können und ja, genau das ist es. Und wir werden noch einige schöne, hoffe ich, gemeinsame Ausfahrten haben und einiges Nettes gemeinsam erleben, aber auch einige Stunden gemeinsam in der Werkstatt verbringen. Ein Lotus fordert das. Sagen wir mal, pro Stunde Fahrt gibt es eine halbe Stunde Schrauben. So in etwa. Und dann hängen wir noch eine halbe Stunde Reinigung dazu. Und dann gehen wir Kaffee trinken. Ja.